Viel. Klassischer Montag halt. Kennst das doch, stehst Montagmorgen auf, hasst dein Leben, weil du arbeiten gehen musst, kommst auf der Arbeit an, hasst dein Leben immer noch, Mittagspause, du hasst dein Leben immer noch, Nachmittag, immer noch ziemlich beschissen, fährst nach Hause, Zug kommt zu spät, immer noch ziemlich scheiße, kommst zu Hause an, es ist 5:30, der ganze Tag ist basically vorbei und realisierst, du hasst dein Leben. Also das Übliche, würde ich sagen. Das Übliche. Nichts Besonderes. Bei dir? Nichts Besonderes. Das Übliche. Was man halt montags so macht, ne? Es gibt auch Leute, die behaupten, man droppt mit Partys ist schlechter. Es gibt sogar einige Leute, die das behaupten. Eine ganze Menge Leute, die behaupten, sie droppen ohne Party-Skills wesentlich mehr NPC-Items. Was ja einfach nur da. Also. Ich meine, was willst du sagen? Es ergibt einfach keinen Sinn. Warum solltest du weniger droppen, wenn du die Drop-Chance und die Drop-Menge erhöhst? Wie sollte es denn sein, dass du weniger droppst? Aber es gibt eine Menge Leute, die davon überzeugt sind. Es gibt auch Leute, die sagen, bei Upgrade-Events sind die Chancen schlechter als mit Upgrade-Event. Es gibt eine Menge solche Theorien. Meiner Meinung nach alles Bullshit. Stimmt meiner Meinung nach alles nicht. Aber es gibt eine Menge Leute, die das behaupten. Beim Genshin Impact Kanal ein Zuschauer. Das ist so frech, ne? Der heißt einfach YouTube Premium Umsonst Account 15. Sein erster Kommentar war von Account 12. Bruh. My man! That guy, man. Aber hey, er hat keine Werbung und man kriegt trotzdem Werbeeinnahmen oder Einnahmen. Also Win-Win-Situation, I guess. Also für alle außer YouTube. Ich sage natürlich nicht, dass ihr das tun solltet. Das ist natürlich äußerst verwerflich. Wie kann er nur, dieser verdammte Kriminelle? Aber hey. Wo ist eigentlich mein Kuchen? Cakey Days? Wo ist mein Cakey Days? Dirty ass Weeps. Auf die Schwimmflügel hast du auch mit. Ich habe meine Schwimmnudel dabei. Wenn du verstehst, was ich meine. Was meint der Chat? Chat? Was meint er? Sweet Baby Jesus. Level Up Nation. Das erste von vielen. Naja, mal schauen. Kriegt man von den Scholars Mating von den Level Reach eine A-Pro oder eine G-Pro? 2 A-Pro, eine G-Pro, eine E-Pro oder eine S-Pro. Kannst du dir aussuchen. S-Pro ist das schlechteste, weil du kriegst nur 80 F-Coin, alles andere ist 100 F-Coin. Also wer S-Pro nimmt, scammt sich eigentlich selber. Effektiv. Hashtag Werbung. Turtle Beach Nation, Baby. 10% auf alle Produkte von Turtle Beach. Ausrufezeichen TB in the Chat. Oh, ich habe beim letzten Level Up nicht gestattet, RIP. Und auch nicht geskillt, glaube ich. Direkt 50 bestellt. Danke, Mann. 11 Skillpunkte. Yeah. Gildenbuff und dann oben rechts Spenden. Are you ready for this, Chat? Deine Gilde hat gerade den Gildenbuff Level 10 freigeschaltet. Yo, we did it. Was, nächstes Level 1 von 100? Wait, what? Es gibt kein weiteres Level mehr. Ey, Chat, wir sind fertig. Die Gilde ist Level 10. Maximaler Gildenbuff freigeschaltet. Jetzt kann ich quitten. Das war das Einzige, was ich machen wollte. Jetzt kann ich aufhören auf FEC.
Oh, ich habe das Gift ganz vergessen. Die vergiften, das habe ich voll vergessen. Alter, das hat mich gerade fast gekillt. Holy shit. Was war der Grund, dass man eine Waste rausgenommen hat? Man hat sie nicht rausgenommen. Flife Universe hat ja auf der Basis von V7 gestartet und da gab es keine Erweckungen. Und die Leute wollten keine Erweckungen. Es gab eine Abstimmung vor Ewigkeiten und da kam raus, dass die Mehrheit keine Erweckungen will. Wobei man vielleicht zur Vollständigkeit halber sagen sollte, die Abstimmung war 50-50. 60-40, fast 50-50. Also es war jetzt nicht so, dass 90% keine wollten und 10% wollten, sondern es war ziemlich knapp. Und die Abstimmung ist 2,5 Jahre her oder so. Könnte man vielleicht auch noch mal wiederholen, weil die Leute, die damals abgestimmt haben, zum Großteil spielen wahrscheinlich gar nicht mehr. Also bestimmt 50% der Leute, die damals gewotet haben, spielen nicht mal mehr. Also was juckt, was die damals entschieden haben. Nobody cares. Irgendwie hören die Viecher sich so an, als würdest du Welpen verprügeln. Fragt mich nicht, woher ich weiß, wie sich das anhört. Akzeptiert es einfach, okay. Menschen haben Hobbys. Auch außerhalb vom Fleischspielen. Menschen haben Hobbys, okay. Aber das hört sich ein bisschen so an, als würdest du einen Welpen verprügeln. Obwohl das einfach Insekten sind. Oder bin ich der Einzige, der es raushört? Also wie gesagt, ich meine, Menschen haben Hobbys. Also ich meine, verurteilt mich nicht. Ich habe halt noch andere Hobbys. Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Ich bin auch nur ein Mensch. Oder ist gerade schon wieder jemand gestorben? RIP. Kunga, was geht ab? Du bist zum perfekten Zeitpunkt gejoint. Bruh. Aber redet ruhig weiter, ich bin ganz ohr. Wieso bereust du es, Olaf? $300. Aktuell der Spitzenreiter im Chat. 300 geht wahrscheinlich auch noch, wenn manche Leute hier Beträge... Also 300 ist ja noch Free-to-Play. Level up! Let's go. Oh. Ja. Das ist die gleiche Box, die du auch beim World Boss bekommst. Ab Level 100 oder 101, glaube ich. Ab 101, glaube ich. Level up. Oh, ich habe schon wieder nicht gestattet. 12 Skillpunkte. Na gut, die Viecher sind Wasser. Dann machen wir wieder Lightning Storm hoch. Und ich drehe am Rad. Naja, aber du kannst doch einfach die Party dann auch auf Level stellen. Also ich glaube, ihr beschränkt eure Sicht zu sehr auf den XP-Bonus von der Flask. Also ich finde, keiner von euch oder keiner der bisher darüber geredet hat, erkennt die 8% PvE-Damage an. Als das, was sie sind. 8% PvE-Damage. Du machst einfach viel mehr Damage. Und das heißt, scheißegal, ob die Party auf Level oder auf Schaden ist, du machst einfach viel mehr Progress. Weil du einfach schneller die Monster tötest. Deine Killtime steigt und zwar immens. 8% PvE-Damage ist heftig. Das ist eigentlich eines der besten Power-Ups im Spiel, allein schon deswegen. Und ja, du kriegst dann mit der Main, wenn die Party auf Schaden ist, natürlich nochmal viel mehr XP. Was darin endet, dass du natürlich dann schneller die Party auf Level stellst. Aber du levelst ja dann auch deine Leecher schneller und kannst die Party dann auch wieder schneller auf Schaden stellen. Also letztendlich, du beschleunigst einfach deinen Progress. Und du droppst auch noch mehr Items, durch die du die Flask ja auch ein Stück weit wieder zurückfinanzieren kannst. Zumindest aktuell, wo NPC-Items noch gut Geld geben im Verhältnis zum F-Coin-Kurs. Was ja auch nicht ewig so bleiben wird. Also ich finde die meisten Leute versteifen sich zu sehr auf diese 50% XP. Klar ist das natürlich nicht ideal, weil die Leecher das natürlich dann nicht haben. Aber es ist nicht schlecht. Also es macht nichts kaputt. Wie gesagt, vor 5 Minuten. Der stand direkt hier, der ist schon weg. Oh, nice.
Level 80, let's go. Bloody Cloud kann man fein mitnehmen, ne? Also Bloody Cloud, oder konnte man letztes Mal mitnehmen. Es gab da einen Trick, den haben sogar die Devs gegreenlightet quasi. Und zwar war das so, dass du ja grundsätzlich nur Premium-Items mitnehmen konntest. Und die Bloody Cloud, da sie ja nicht aus dem Cash-Shop ist ja eigentlich kein Premium-Item. Sie ist zwar genauso schnell wie ein Premium-Fluggerät aus dem Cash-Shop, aber direkt aus dem Cash-Shop ist sie nicht. Also ist sie faktisch kein Premium-Item. Also fällt eigentlich in die Kategorie Drops, normale, reguläre Drops, und wird also nicht mitgenommen. Und dann haben aber ein paar Leute sich gedacht, okay, aber das heißt ja, alles, was dein Charakter trägt, also in deinem Character-Window basically ist, das wird ja mitgenommen. Und dann wurde halt quasi gefragt, ja gut, aber wenn ich jetzt auf der Bloody Cloud mich auslogge, dann wird die ja hier in dem Fenster bei Fluggerät angezeigt, also im Character Window, und gehört ja damit technisch gesehen zum Equipment irgendwie dazu. Und dann haben sie tatsächlich gesagt, ja, wenn ihr euch auf das Board draufstellt, und das Board an sich würde gar nicht mitgenommen werden, es würde zwar quasi auch mit Ignice Board funktionieren, falls man das unbedingt mitnehmen will, dann würde man es tatsächlich mitnehmen und es wäre ein Account gebunden. Bei der Bloody Cloud auch. Also Bloody Cloud letztes Jahr hätte man eigentlich nicht mitnehmen können. Aber wenn du dran denkst, dich drauf auszuloggen, oder dran gedacht hast, dich drauf auszuloggen, dann hast du sie mitnehmen können und hattest dann quasi eine Bloody Cloud auf Borodeng. Zwar Account gebunden, aber ja. Also ich schätze mal, es wird dieses Mal auch wieder so sein. Maybe.